Bei der Diskussion um Enteignung großer Wohnkonzerne werden unterschiedliche Entschädigungssummen genannt. Warum ist das so und woher kommen diese Zahlen? Grundsätzlich kann das Land Berlin selbst entscheiden, wie hoch die Entschädigungssumme ausfällt. Der Vergesellschaftungsartikel 15 im Grundgesetz legt wenig fest. Er verweist jedoch auf den Eigentumsartikel 14 Absatz 3. Dort heißt es, die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Das Interesse der Allgemeinheit ist die Schaffung von Gemeineigentum, also die Überführung von Grund und Boden in eine nicht profitorientierte Wirtschaftsweise. So sollen alle mit Wohnraum versorgt werden können. Die Seite der Eigentümer möchte am liebsten alle erwartbaren Gewinne entschädigt bekommen. Die Entschädigungshöhe muss also irgendwo zwischen diesen beiden Interessen festgelegt werden. Der Marktpreis von Gebäuden hat sich stark erhöht und oft wird als Entschädigungssumme 36 Milliarden genannt. Das ist aber nur der aktuelle Marktwert. Selbst der Senat zieht in seiner Kostenschätzung fast 20% als leistungslose Wertsteigerung des Bodens ab und geht von einer Gesamtsumme von 29 Milliarden aus. Der Finanzsenator Kollatz spricht sogar nur noch von 20 Milliarden. Aber auch die starke Erhöhung der Gebäudepreise geht meist auf leistungslose Wertsteigerung, nicht auf Modernisierung zurück. Und sollte, folgt man der Logik des Senats, nicht entschädigt werden. Berücksichtigen wir also nur den Kaufpreis und die Wertsteigerung durch Modernisierung, kommen wir auf 18 Milliarden. Um jedoch einen echten Interessensausgleich zu gewährleisten, berechnen wir die Entschädigungssumme nicht über den Wert, sondern über die anzustrebende leistbare Miete. Mit dem Faire-Mieten-Modell. Denn um das Interesse der Allgemeinheit zu ermitteln, wird angenommen, dass Menschen nicht mehr als 30% ihres Nettoeinkommens für die Bruttowarmmiete ausgeben sollten. Auch einkommensschwache Menschen sollen Zugang zum Gemeineigentum haben. Das heißt, sie sollen sich Wohnen leisten können. Damit wird die Miete durch den Vergesellschaftungszweck nach oben hin begrenzt. Soll also eine faire Miete gewährleistet werden und mit dieser auch die Kredite abbezahlt werden, ergibt sich eine Entschädigungssumme von 8 Milliarden Euro. Dieses Modell gewährleistet den fairsten Interessensausgleich, da die höchste Entschädigungssumme gewährt wird, welche sich noch mit dem Ziel der Vergesellschaftung vereinbaren lässt. Die Festlegung der Entschädigungssumme ist also vor allem eine politische Entscheidung und wäre ein wegweisender Präzedenzfall.